Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Testspielsieg für Real Madrid. Wo kam das denn her? Aus dem Nichts hatte Real Madrid gestern ein Testspiel gegen Leganés. Wie viel Madrid gespielt hat, wer gespielt hat, wer die Tore gemacht hat und Bilder zu dem Spiel erhaltet ihr alle heute in dem Video. Danach schauen wir mal zu den Jungs von Álvaro Arbeloa. Real Madrid Castilla hatte auch ein Freundschaftsspiel, auch da kriegt ihr natürlich das Ergebnis und es kristallisiert sich immer mehr heraus. Xabi Alonso hat sich bereits das erste Talent herausgepickt und so viel kann ich verraten, er hat gestern für die erste Mannschaft gespielt. Also, was da los ist, erfahrt ihr. Dann hat Real Madrid es offiziell gemacht. Gut, dass ich mich letzte Woche etwas zurückgehalten habe. Wir haben jetzt offiziell eine neue Nummer 9. Und wenn wir schon mal bei Stürmern sind, es gibt super Nachrichten für Gonzalo Garcia. Unser Jugendspieler erhält offiziell einen neuen Vertrag bis 2030. Wie hoch ist wohl die Ablösesumme? All das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Real Madrid sich Rodrigo noch nicht fest in dieser Saison einplant, aber es kann natürlich auch ein falsches Gefühl sein. Aber diese neuen Trikots, die haben ja alle ein Konzept dahinter. Was ist das Konzept hinter diesem Prachtstück? Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Real Madrid und Adidas präsentieren das dritte Trikot für die Saison 25/26. Die blaue Farbe, inspiriert vom Bernabeu, der Bernabeu-Tribüne, wird mit weißen Details kombiniert und enthält das ikonische Adidas Original Trailball. Finde ich auch viel schöner als das neue Adidas, muss ich sagen. Das Design stellt eine perfekte Verschmelzung der Identität von Real Madrid und Adidas dar. Zum ersten Mal weisen die 3 weißen Streifen an den Ärmeln, da sind sie, einen gezackten Rand auf. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Haben sie auf jeden Fall. Wie man ihn von Adidas Original Sneakers kennt. Auf der oberen Rückseite sind außerdem die RMCF-Initialien in Gelb zu sehen. Es wurde aus den fortschrittlichsten Materialien hergestellt und verfügt über die neuesten Adidas-Technologien, um die Luftzirkulation zu maximieren und die Spieler während des Spiels kühl zu halten. Das neue Heimtrikot ist ab sofort in den Real Madrid Stores auf zu erhalten, bei ausgewählten Adidas-Händlern und auf adidas.com erhältlich. Ja, was bedeutet das für mich? Nicht viel. Naja, es hat für mich schon viel bedeutet. Ich habe euch alle nicht vergessen. Wenn ich etwas sage, dann halte ich mich daran. Ich habe versprochen, dass ich dieses Trikot verlose, aber in der Größe des Gewinners mit seiner Beflockung etc. Allerdings hatte ich meinen Nachbarn angehauen und ich kam nicht mehr an so ein Trikot dran. Jetzt ist es offiziell erhältlich. Jetzt kann ich offiziell einen Gewinner auswählen und ich würde vorschlagen, ich bin ab Montag in Deutschland. Sobald ich mein Setup aufgebaut habe, naja, mein Mini-Setup mit meinem Laptop und irgendwie kriege ich das bestimmt schon hin, werde ich einen Livestream annoncieren und bei dem Livestream dann kommen wir zunächst einmal zu den Jungs von Álvaro Arbeloa. Real Madrid Castilla hatte gestern ihr drittes Freundschaftsspiel. Die ersten beiden gegen Mannschaften aus der gleichen Kategorie, auswärts beide souverän gewonnen. Gestern das erste Spiel gegen eine Zweitligamannschaft, gegen Andorra, und Real Madrid Castilla hat gegen den Gegner aus der höheren Liga 3:1 verloren. Und man möchte jetzt sagen, 3:1, ne, übel. Aber man muss sagen, in der 85. Minute stand es noch 1:1 und Real Madrid Castilla, ich versuche es euch einzublenden, wenn der Urheberrecht es mir erlaubt, hatte eine riesen Chance von 5 Metern alleine aufs Tor. Der Stürmer schießt den Torwart an. Im Konter 2:1 für Andorra und dann ganz am Ende nochmal Ecke 3:1 für Andorra. Real Madrid Castilla hat vor allem in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten. In der ersten muss ich aber zugeben, Andorra war die bessere Mannschaft. Also die Jungs von Castilla stecken natürlich in der Vorbereitung. Man kann jetzt nicht in jedes Ergebnis zu viel Gewicht reinsetzen. Weder bei den Siegen noch bei der Niederlage. Es geht sich ja um die Entwicklung. Álvaro Arbeloa hat vor allem in der zweiten Halbzeit wieder einen sehr attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen. Und die Jungs hätten auch, wie gesagt, ihr habt die Szene gesehen, locker in der 85. Minute mit 2:1 in Führung gehen können.
Was man allerdings auch sagen muss, Real Madrid Castilla haben 2 Ecksäulen ihrer Mannschaft gefehlt. Zum einen vorne der Yáñez, der war bei der ersten Mannschaft, und Thiago Pitarch. Ich habe euch von diesem Jungen erzählt, der kam mehr oder weniger aus dem Nichts, hat auch bei der ersten Mannschaft vorgespielt für diese Position, wo wir noch jemanden brauchen, diesen Spielgestalter, diesen Motor, derjenige, der einen Tchouaméni quasi ersetzen kann oder auch einen Arda Güler, einen Backup geben kann. Und Thiago Pitarch hat gestern bei der ersten Mannschaft gespielt, hat quasi das ganze Spiel fast durchgespielt, also der die meisten Minuten bekommen hat ein Tor und eine Vorlage gegeben. Dieser Junge explodiert quasi aus dem Nichts, und wenn man an Quellen bei Real Madrid anklopft und zuhört, erfährt man, dass anscheinend ein Xabi Alonso verliebt ist in diesen Jungen und ihn fest einplant als Bestandteil der ersten Mannschaft. Mal schauen, ob seine Entwicklung so weitermacht oder ob er sich trotzdem noch die Minuten bei Real Madrid Castilla holt. Merkt euch den Namen Thiago Pitarch. Ja, wie dem auch sei, nicht nur Real Madrid Castilla hat gespielt, sondern, wie ich euch versprochen hatte, auch die erste Mannschaft. Dieses Freundschaftsspiel kam aus dem Nichts. Was gibt es Typischeres, als dass Mario sagt, morgen Freitag gibt es kein Video, Donnerstagabends kommt heraus, morgen früh gibt es übrigens ein Freundschaftsspiel. Naja, wie dem auch sei. Ich zeige euch erstmal die Ausstellung, die der Marca veröffentlicht hat. Das soll die Ausstellung gewesen sein, mit der Real Madrid gestartet hat. Im Laufe des Tages, wie gesagt, es war unter geschlossenen Türen, keiner hat da irgendwelche Informationen, ist herausgekommen, dass anscheinend ein Kylian Mbappé doch nicht gestartet hat, sondern ein David Alaba im Mittelfeld gespielt hat. Ein Xabi Alonso hat den Österreicher im Mittelfeld ausprobiert. Auch so eine Aussage, die ich mal vor einer Woche gemacht habe, wo ich gesagt habe, er könnte auch einen Tchouaméni gut ersetzen. Naja, anscheinend habe ich doch ein bisschen Ahnung von dem, was ich sage. Nein, also David Alaba hat anscheinend im Mittelfeld gespielt. Kylian Mbappé war zunächst auf der Bank, ist dann eingewechselt worden. Was auch wichtig zu sehen ist, dieses Spiel war jetzt kein offizielles Testspiel, das war ein Trainingsspiel. Vor dem Spiel waren die Jungs im Gym, haben da ihr Training gemacht. Nach dem Gym sind sie rausgegangen, haben sich ein bisschen warm gemacht, und danach war das Trainingsspiel und danach ging es wieder ins Gym. Lesen wir uns dazu mal den Bericht von Real Madrid durch. Das Team setzt die Saisonvorbereitung fort. Die Mannschaft bestritt ein Trainingsspiel gegen Leganés. Das Team von Xabi Alonso hat eine weitere Trainingseinheit zur Saisonvorbereitung in Real Madrid City absolviert. Die Einheit begann im Fitnessstudio mit Einzel- und Gruppenübungen. Auf dem Spielfeld absolvierten die Spieler eine weitere Übung und nahmen anschließend an einem Trainingsspiel gegen Leganés teil. Zum Abschluss absolvierten sie eine Krafteinheit in der Halle. Bellingham, Mendy und Endrick setzten ihre Regenerationsphase fort. Also wie gesagt, das war jetzt nicht ein offizielles Trainingsspiel oder Testspiel. Das haben wir nächste Woche gegen Tirol. Das war ein Trainingsspielchen gegen Leganés. Und jetzt kommt das Wichtigste. Real Madrid startet die Saison mit einer Remontada, denn Real Madrid ging zwar 1:0 in Rückstand, doch hat das Ding gedreht, gewinnt 4:1. Die Torschützen. Das 1:1 soll gemacht haben, ich kenne die Reihenfolge nicht ganz, aber ich vertraue mal den Quellen. Brahim, dann getroffen Dienhausen, dann ein Eder Militao, und Eder Militao hat ein absolutes Traumtor gemacht, und Pitarch, wie gesagt, hat das 4. gemacht, nach Vorlage von Kylian Mbappé. Ja, ich habe gesagt, Eder Militao Tor war ein Traum. Ich blende es euch ein, denn Eder Militao hat das auf seiner Social-Media-Seite selber gepostet. Ein Tor von der eigenen Mittellinie, von der eigenen Seite aus, Hälfte, über den ganzen Platz macht er das Tor für Real Madrid, und das zeigt wieder, was für ein Vertrauen Eder Militao in seinem Körper hat. Und wenn wir den alten Eder Militao wiederbekommen, ist das die beste Nachricht, die Real Madrid in dieser Saison bekommen kann. Wir alle zweifeln ein bisschen an der Innenverteidigung. Wir alle sind uns sicher, im Mittelfeld um Sturm haben wir super starke Spieler. In der Innenverteidigung hat Real Madrid auch bei der Club-WM seine Schwächen gezeigt. Aber laut Quellen war Eder Militao neben Thiago Pitarch mit der beste Mann auf dem Platz, hat in der Defensive überzeugt, und mit dem Tor hat er mich auf jeden Fall auch überzeugt. Ich drücke Eder die Daumen. Was mich persönlich auch gefreut hat, war dieses Bild.
ein Dani Carvajal wieder Real Madrid als Kapitän auf den Platz geführt. Eine Riesenfreude. Er scheint auch wieder ganz anders Fuß gefasst zu haben als noch bei der Club-WM. Er scheint, wie Eder Militao, auch für den Saisonvorbereitung da zu sein. Die besten Nachrichten für den Madridismo. Ja. Und gestern hat dieses Spiel übrigens noch eine andere Sache ans Licht gebracht. Das wurde abends dann offiziell. Denn Gonzalo Garcia, der Torschützenkönig der Club-WM, hat mit der Nummer 16 gespielt. Und alle dachten, was ist das denn? Denn ich habe euch letzte Woche die Gerüchte gesagt, dass er ja die 9 bekommen soll. Wobei ich letzte Woche, ich erinnere mich ziemlich genau, gesagt habe, ich warte mal ab. Ich glaube, dass erst, wenn ich das sehe, in dieser Saison ist schon so vieles schiefgegangen. Transfers, die sicher schienen, sind auf einmal doch noch gehijackt worden von anderen Mannschaften. Ich habe gesagt, ich warte mal ab, bis ich eine bessere Quelle habe. Ja, und Mario Cortegana hat das Ganze gestern bestätigt. Real Madrid hat es im Laufe des Abends auch offiziell gemacht. Ihr seht es hier. Endrick ist die neue Nummer 9 von Real Madrid. Und ich habe mich gewundert, gab es da jetzt Stress mit Gonzalo, hat Endrick gemeckert etc. Und Arantxa Rodriguez, wo ich gesagt habe, die beste Quelle in der Welt von Real Madrid, die hat alles mal aufgeräumt. Lesen wir uns den Tweet mal zusammen durch. Wie wir am Dienstag in Partidazo de Cope gesagt haben, die Auswahl der Nummern bei Real Madrid basiert auf dem Dienstalter. Bei der Wahl der Nummer 9 war der gesamte Kader Gonzalo voraus. Da Endrick die Nummer 9 gewählt hat, gab es für Gonzalo keine Möglichkeit, sie zu wählen. Also, wie bei den Kapitänsbinden macht Real Madrid das anscheinend nach Dauer im Kader abhängig. Eine Nummer wird frei wie die Nummer 10 von Real Madrid und dann darf jeder Spieler, wie lange die zuerst im Kader sind, zuerst entscheiden, nehme ich die Nummer 10 oder nehme ich die nicht, behalte ich meine Nummer etc. Bei der Nummer 10 hat anscheinend Kylian Mbappé gesagt, ich nehme die 10, wobei immer wieder die Info kommt, es war Madrid, die ihm ein bisschen dazu gedrängt haben, aus Marketinggründen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und jetzt bei der Nummer 9 genauso. Alle haben gesagt, nein, nein, nein. Endrick war dran und Endrick hat gesagt, ja, ich hätte die Nummer 9 gerne. Dadurch blieb die Nummer 16 und 25 übrig. Die 16 hat sich Gonzalo geschnappt und die 25 ist die letzte Nummer, die noch übrig ist. Und wenn Franco Mastantuono Teil dieses Kaders sein möchte, wird er die 25 nehmen. Ja, und für diejenigen von euch, die jetzt sagen, der arme Gonzalo, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Hört euch mal diese Information an. Gonzalo verlängert bis zum Jahr 2030. Ja, ich glaube, das ist eine Nachricht, die alle Madridistas sehr glücklich gemacht hat, denn er war ein Spieler, der von Anfang an überzeugt hat, seitdem er beim ersten Team angefangen hat und nicht nur bei der Club-Weltmeisterschaft. Wohlgemerkt, goldener Schuh der Club-Weltmeisterschaft, das ist keine Kleinigkeit, was für eine Visitenkarte. Schon das Tor in Butarque, erinnerst du dich, in der letzten Minute, das sie im Pokal weitergebracht hat ihn bereits ausgezeichnet. 25 Tore mit Castilla. Eine vielversprechende Zukunft. Die großen Premier League Clubs, die an der Tür geklopft haben mit einer Ausstiegsklausel von 50 Millionen, die sehr verlockend war, da war es unausweichlich, dass sie sich einigen mussten. Egal, was mit Endrick passiert, das wird ohnehin der Verein entscheiden. Sicher ist bereits, dass er bis 2030 Spieler der ersten Mannschaft ist, mit einer galaktischen Ausstiegsklausel von 1 Milliarde Euro behandelt wie ein Superstar. Deshalb glaube ich, dass Madrid begeistert ist, einen Eigengewächs zu haben, der die Tür eingerissen hat, wie Camacho sagte, und der für Konkurrenz im Angriff sorgen wird, was dem Team sehr gut tun wird. Denn dieses Profil, das mit Joselu gegangen ist, hat sonst niemand im Kader. Das heißt, es ist das Joselu-Profil, im Verein ist das völlig klar. Joselu-Profil, damit er zunächst als Ersatz für Mbappé vorgesehen ist. Man könnte sagen, er ist vielseitiger im Sinne davon, dass er vielleicht ein Stürmer ist, der mehr Möglichkeiten hat zu spielen, vielleicht auch auf den Flügeln, denn ich habe ihn bei Castilla manchmal auf den Flügel spielen sehen und er schlägt wunderbare Flanken, während Joselu eher ein klassischer Strafraumstürmer war. Aber es stimmt, dass er im Strafraum, und das hat er bei der Club-WM bewiesen, jedes Mal, wenn er reinkommt, Dynamit hat. Er hat einen spektakulären Kopfballabschluss. Erinnert euch an dieses großartige Kopfballtor, das er in den USA erzielt hat, das sogar an Santillana erinnerte. Er springt mit beiden Beinen ab, ist aggressiv, setzt nach, hat ein Kämpferprofil. Er hat einfach alles. Abgesehen natürlich von dem Status als Eigengewächs, was den Madridistas gefehlt hat. Die Madridistas schätzen es, wenn plötzlich ein Eigengewächs aus der zweiten Reihe auftaucht, so wie damals Carvajal oder früher Raúl, Casillas, Guti. Aber es stimmt, dass Lucas Vázquez, aber sie tauchen nur vereinzelt auf.
Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist offiziell. Gonzalo Garcia hat bis 2030 bei Real Madrid verlängert mit einer Ausstiegsklausel von 1 Milliarde. Da ich inzwischen bei spanischen Medien ein Skeptiker bin, bin ich auf die offizielle Website von Real Madrid gegangen und ja, ich kann euch alle beruhigen, es gibt eine offizielle Stellungnahme. Gonzalo Garcia. Real Madrid und Gonzalo Garcia haben sich darauf geeinigt, den Vertrag unseres Spielers, der ihn für die nächsten 5 Spielzeiten an den Verein bindet, bis zum 30. Juni 2030 zu verlängern. Gonzalo Garcia kam 2014 im Alter von nur 10 Jahren zu Real Madrid und spielte 10 Saisons lang in der Jugendmannschaft, die letzten beiden bei Castilla. Im November 2023 gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft und trug in dieser Saison zum La Liga-Titel bei. Bei der letzten Clubweltmeisterschaft war er Torschützenkönig des Turniers und wurde in die FIFA 11 gewählt. In der vergangenen Saison erzielte Gonzalo 25 Tore für Castilla und wurde damit zum besten Torschützen der Primera Federación seit ihrer Gründung. Damit egalisierte er den Rekord der regulären Saison und wurde Castillas bester Torschütze im 21. Jahrhundert. Außerdem gewann er mit der U19 in der Saison 22-23 das Triple, Liga, Copa del Rey und Copa de Campeones sowie 21-22 die Copa del Rey. Gonzalo wird nun Teil der ersten Mannschaft von Real Madrid sein. Ja, dieser Junge, der alle Rekorde gebrochen hat in der Jugend von Real Madrid. Ich erwähne es übrigens nochmal. Letzte Saison hat er den ewigen Torschützenrekord der spanischen dritten Liga gebrochen, obwohl er 10 Spiele gefehlt hat, weil er bei der ersten Mannschaft oder verletzt war. Das heißt, er hat 2/3 der Spiele nur gemacht und hat damit schon den ewigen Rekord gebrochen. Wenn der alle Spiele gemacht hätte, hätte er, glaube ich, die Rekorde pulverisiert. Aber wie ich immer sage, mir ist eine Nummer nicht so wichtig. Und ich glaube, wenn du Gonzalo Garcia Anfang der Saison gesagt hättest, du hast nächstes Jahr die Nummer 16, aber kriegst einen 5-Jahres-Vertrag in der ersten Mannschaft, wirst Torschützenkönig der Club-WM und hast eine Ausstiegsklausel von 1 Milliarde. Ich glaube, Gonzalo Garcia hätte liebend gern auf die Nummer 9 verzichtet. Übrigens, ein Endrick, das wollte ich euch noch sagen, hat sich über die Nummer 9 sehr gefreut. Er hat das gepostet. Gott hat er dazu geschrieben. Ihr wissen, ein Endrick ist sehr gläubig. Ja, das waren eine Menge Informationen rund um Real Madrid. Hui, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und ihr tut mir natürlich einen Riesengefallen. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach den 15.000. Ihr kriegt die Information, wann dieses Trikot verlost wird. Also nicht das, sondern das, was ich dann endlich kaufen kann. Und ich würde es klar sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. ¡A la Madrid!